Also in Nizza bin ich den Pacer gelaufen, in einer anderen Farbe, aber war genau der gleiche Schuh. Und es war auch tatsächlich ja der Schuh, den wir in Boston bei New Balance im Lab als den schnellsten Schuh für mich getestet hatten. Also der einfach auch von der Ökonomie ein bisschen besser war als der Elite. Und obwohl die Strecke jetzt in Nizza halt einfach nur Asphalt war und ja jetzt auch keine krassen Höhenmeter oder Kurven oder so hatte, haben wir uns beschlossen, den zu laufen. Und wenn ich mir jetzt das Ergebnis anschaue, würde ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Ich bin den schnellsten Marathon gelaufen und wenn ich die Bilder von mir sehe, würde ich auch sagen, dass es mir gelungen ist, eine sehr gute Technik zu laufen. Einfach auch von der Haltung bin ich nicht in mich zusammengefallen, obwohl die Müdigkeit natürlich kam. Und das waren genauso die Faktoren, warum ich den Schuh so gerne laufen wollte. Weil wir einfach gesehen haben, dass einfach wirklich so dieses ganze Thema Körperspannung und Gefühl für den Boden einfach ein Stück weit damit für mich besser funktioniert hat. Und ich hatte ja so ein bisschen Sorge, dass meine Waden extrem explodieren, weil einfach der Schuh weniger Dämpfung hat. Und gerade auf so einem harten Untergrund ist es natürlich für die körpereigenen Stoßdämpfer, halt Muskulatur, Sehnen, definitiv fordernder. Aber ich glaube, es ist mir gut gelungen, meinen Körper darauf vorzubereiten. Also ich habe den Schuh ja auch wirklich im Training immer wieder dosiert eingesetzt, um wirklich auch meine Waden da zu stärken. Und insgesamt würde ich sagen, war es definitiv die richtige Entscheidung, weil einfach das Ergebnis dann auch für sich spricht. Bei den T100-Rennen war es tatsächlich so, dass für mich nur der Pacer in Frage kommt, weil die Laufstrecken dort, es waren ja immer irgendwie mindestens 7 Runden und die Strecken waren wirklich krass vom Profil. Also es waren super scharfe, enge Wendepunkte, Las Vegas mit einem hohen Grasanteil auch und Schotter und permanentes Auf und Ab und Richtungswechsel. Und da waren wir im Vorfeld auch als Athleten gar nicht informiert darüber. Und da war ich so gottfroh, dass ich halt wirklich einen Schuh hatte, der minimaler ist, der direkter ist und mir einfach wirklich dieses Stabilitätsgefühl auch gibt. Von daher bin ich dann bei den letzten 2 T100-Rennen, also Las Vegas und Dubai, genau diesen Schuh hier gelaufen, dann auch in der Farbe. Und ich glaube, für alle zukünftigen T100-Rennen, wenn die bei diesem Format so bleiben, mit diesen vielen Runden und echt schweren Laufkursen auch, wäre das dann auch mein präferierter Schuh. Genau, also bei meinen Wettkampfschuhen mache ich mir eigentlich immer so diese elastischen Schnellschnürsenkel rein. Ich stelle mir die tatsächlich schon von der Stärke, also von der Festigkeit so ein, dass ich wirklich nur noch reinschlüpfen muss und auch gar nicht die nochmal zuziehe, sondern die sind schon richtig fest. Und was es mir natürlich ermöglicht, ist, dass ich einen schnellen Wechsel haben kann. Und gerade jetzt zum Beispiel in Nizza, wo ich einfach mit der Cat zum Wechsel bin und dann auf die Laufstrecke, ging es für mich gefühlt halt wirklich um Sekunden. Und da hat mir das einfach Zeit gespart. Vorteil natürlich auch, da kann sich jetzt nichts lösen, also da geht nicht plötzlich irgendwie der Knoten auf und man muss irgendwie neu schnüren und auch die Spannung und die Festigkeit, die bleibt eigentlich gleich. Man muss auf jeden Fall gerade beim Ironman bedenken, dass der Fuß ein bisschen dicker wird, einfach über den Tag, über die Renndauer, gerade auch bei einem Marathon. Und das heißt, was sich im Training vielleicht gut fest anfühlt, könnte dann tatsächlich zu eng werden. Ihr könnt natürlich jederzeit anhalten und das irgendwie nachjustieren, aber das ist immer sowas, was ich noch ein bisschen mit im Hinterkopf habe, dass ich mir so ein bisschen mehr Raum teilweise gebe. Also ich versuche generell im Training wirklich viel zu rotieren mit meinen Laufschuhen. In der Regel laufe ich keinen Schuh, also wenn ich jetzt zum Beispiel 2-3 Tage jeden Tag eine Laufeinheit habe, ist diese Einheit meistens ja auch unterschiedlich und da wähle ich tatsächlich für jede Einheit dann auch einen anderen Schuh. Warum ich das mache, ist einmal, weil ein Schuh, das Material auch eine gewisse Ermüdung hat durch einen Lauf und auch eine gewisse Zeit braucht, um sich wieder zu erholen. Und jeder Schuh ist natürlich auch ein Stück weit anders und macht was auch mit mir, also im Training. Also ich würde mal sagen, das Neutralste, was man machen kann, ist Barfußlaufen. Da bekommt man das maximale Feedback vom Boden
und muss super sauber laufen, damit es dann auch nicht wehtut und dass man halt wirklich so seine eigenen Stoßdämpfer mit Wirbelsäule, Muskulatur, Sehnen, Bandapparat nutzen kann. Und in dem Moment, wo man Schuhe anzieht, machen die was mit einem. Einfach dadurch, wie sie gebaut sind, ob sie viel Sprengung haben, das heißt hinten sehr hoch sind im Vergleich zu vorne, ob sie aus weichem Schaum sind, aus festem Schaum sind, ob sie Spikes haben, ob sie eine Carbonplatte haben. Also jeder Schuh ist ja irgendwie besonders. Und das versuche ich dann eben auch für mich zu nutzen, dass ich bewusst auswähle, wann ich welchen Schuh nutze. Für Wettkämpfe greife ich eigentlich auf 2 Modelle gerade zurück. Das ist einmal der Elite, der ein bisschen mehr Dämpfung hat und auch ein super cooler Schuh ist. Ich laufe ihn extrem gerne auch für so ein bisschen längere Tempowechselläufe, die so ein bisschen Richtung Race Pace auch gehen, dann auch im Training. Und eben der Pacer, den ich auch jetzt eigentlich, nachdem er auf den Markt gekommen ist, also das war erst im Juni der Fall, also wo der wirklich dann auch dieses Approval bekommen hat, dass man ihn in Wettkämpfen laufen darf. Seitdem bin ich jetzt eigentlich in jedem Wettkampf diesen Schuh gelaufen. Davor war es der Elite. Und jetzt aktuell würde ich sagen, dass ich das abwägen würde, je nachdem, wie ich mich fühle. Zum Beispiel, wenn die Muskulatur aus irgendeinem Grund schon extrem vorbelastet ist oder ich irgendwie Wadenprobleme habe, würde ich tatsächlich den Elite bevorzugen. Wenn ich aber auf jeden Fall weiß, es wartet jetzt hier so ein T100-Rennen mit Gras und Schotter und Hoch und Runter und Wendepunkt auf mich, dann wäre es auf jeden Fall der Pacer. Thema Carbon ist ja echt super spannend. Also einmal geil, dass es diese Schuhe gibt, weil sie uns definitiv schneller machen und ja, tatsächlich auch am Ende dazu führen, dass man ja, weniger ermüdet bei Trainingseinheiten, aber eben auch natürlich beim Wettkampf. Es liegt ja vor allem an der Kombination aus ja, dem Schaum und der Platte. Wie ich damit umgehe, ist einfach, dass es für mich wichtig ist, diese Schuhe auch im Training zu laufen. Einfach weil ich das Gefühl dafür schulen möchte, wie ich das Beste aus dem Schuh rausholen kann. Und gleichzeitig muss ich auch wirklich meine Muskulatur, meine Sehnen und so, meinen Knochen, alles auch daran gewöhnen, weil es ist schon ein anderes Laufen, auch ein Stück weit, weil diese Platte und der Schaum schon das Laufen auch verändern. Also dieser Take-Off, der Punkt, wo man wirklich den Boden wieder verlässt, der wird stark mitgeprägt durch zum Beispiel die Spannung, die so eine Platte hat. Und das ist super spannend, das für sich rauszufinden und zu schauen einfach auch. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das ausprobiert. Aber ich würde schon sagen, dass ich einmal die Woche mindestens einen Schuh mit Carbon laufe. Versuche aber auch ganz bewusst eben genügend Läufe zu haben, wo ich das nicht habe. Weil was sich natürlich schon einstellt, das ist im Endeffekt so, wie wenn wir jetzt immer nur mit Neoprenanzug schwimmen würden zum Beispiel, der einfach so eine kleine Auftriebshilfe ist. Sie machen dem Körper das Laufen etwas leichter und natürlich stellt sich dann eine Gewöhnung ein. Das ist jetzt zum Beispiel der SC Trainer. Das ist ein Schuh, der ist ähnlich wie der Elite, aber ein bisschen robuster, fester. Das ist jetzt ein super Trainingsschuh zum Beispiel, der aber auch eine Platte hat. Den nutze ich tatsächlich gerne, wenn ich ja, eine müde Muskulatur schon habe, aber trotzdem noch irgendwie einen Dauerlauf machen möchte. Weiß ich einfach, wenn ich den laufe, ist es ein bisschen leichter. Und da setze ich den dann einfach gerne ein zum Beispiel. 2 Trainingsschuhe, die ich super, super gerne laufe, einfach weil sie extrem neutral sind. Also das heißt, wenig Impact auf meinen Laufstil, Laufgefühl haben. Und ja, einfach super angenehm zu laufen sind einmal der FuelCell Propel. Ihr seht, er wurde schon viel gelaufen von mir. Gerade heute Morgen auch. Ist einfach wirklich so einer meiner Lieblingstrainingsschuhe, sehr universell einsetzbar, auch wenn ich zum Beispiel mal noch so ein paar, weiß ich nicht, zum Beispiel Hill Reps oder so drauf habe. Also einfach so ein paar Temposachen, auch super gut damit durchführbar. Also ansonsten halt einfach auch meine, ich sag mal, normalen Dauerläufe, langsamen Läufe. Und dann auch einer meiner All-Time-Favorites, der 1080. Der wird auch meistens von New Balance jedes Jahr so ein bisschen weiterentwickelt. Das ist jetzt die neueste Version. Ja, ist einfach so ein Schuh, der echt viel Spaß macht, weil ihr seht es, der ist so ein bisschen gebogen. Das nennt sich Rocker Shape. Und es führt einfach dazu, dass man so ein bisschen, ja, schneller den Boden wieder verlässt auch oder so super schnell so in diesen Abdruck kommt und dadurch entsteht einfach so ein dynamisches Laufgefühl, was ich extrem gerne mag.
Und er hat eine gute Dämpfung, aber nicht zu viel, weil mir ist es einfach super wichtig, auch immer wieder halt, ich möchte den Boden spüren, weil mir das einfach hilft, so in eine gute Körperspannung zu kommen. Und da schätze ich einfach diese beiden Schuhe sehr. Hier mit den 1080 bin ich auch schon zum Beispiel super schnelle Intervalle gelaufen. Das ist nur so, dass ich halt mittlerweile einfach versuche, für rennspezifischere Einheiten dann tatsächlich auch meinen Rennschuh zu nehmen. Aber in der Vergangenheit habe ich da zum Beispiel auch super gerne den Schuh einfach genommen. Also mit dem kann man auch schnell laufen. Ein besonderer Trainingsschuh ist jetzt hier der Spike. Den laufe ich tatsächlich ungefähr einmal die Woche, wenn ich auf die Bahn gehe. Und das hier ist jetzt so ein Langdistanz-Spike, das heißt, er hat hier nur so 4 kleine Nägel. Die gibt es auch noch in, glaube ich, so einer Sprint-Variante, die ist ein bisschen aggressiver. Aber was bei dem Schuh einfach super cool ist, dass er ein super krass direktes Laufgefühl erzeugt, was mir extrem hilft, meine Technik zu schulen und zu verbessern. Und auch die Muskulatur zu trainieren. Also gerade indem man diesen Schuh auf der Bahn stellt, der steht halt einfach durch diese Nägel, die sind ja quasi kurz am Boden fixiert. Dadurch kriegt man schon wirklich einen ganz anderen muskulären Impact auch für die hintere Kette, für die Wadenmuskulatur. Und gerade auch, wenn die Bahn mal feucht ist oder so, ist es halt einfach auch so ein cooles Sicherheitsgefühl, diese Spikes zu haben, weil man einfach nicht rutschen kann. Für jeden, der das mal ausprobieren möchte, würde ich empfehlen, wirklich das ganz behutsam zu steigern. Also wirklich erstmal vielleicht nur ein paar Abläufe damit zu machen oder auch mal so ein bisschen locker erstmal auf der Bahn zu laufen und das dann schauen, was es einfach für einen Impact auch auf den Körper hat. Gerade wenn man vielleicht vorher sehr gedämpfte Schuhe gelaufen ist der Kontrast sehr groß. Aber das ist eben auch der Grund, warum ich sie so gerne benutze, weil so ein harter Kontrast zu den anderen Schuhen ist. Also ich zähle die Kilometer nicht bei meinen Laufschuhen. Das kann man ja machen, wenn man zum Beispiel so einen Stride-Sensor benutzt oder wirklich auch immer wieder niederschreibt, welchen Lauf man mit welchem Schuh gemacht hat. Ich schaue mir die Schuhe tatsächlich an und ich habe immer das Gefühl, dass man die Materialermüdung ganz gut sieht, wenn da einfach zu viele Falten entstehen und der Schuh einfach so ein bisschen in sich zusammensackt. Und zudem spüre ich das ganz stark im Fußbett. Also wenn man reinschlüpft und merkt, es ist einfach nicht mehr gerade, sondern das ist schon so richtig ausgetreten, dann ist halt wirklich die Gefahr da, dass man, gerade wenn man zum Beispiel eine leichte Fußfehlstellung hat, der Schuh sich natürlich abläuft in dieser Fehlstellung und das ist halt einfach wie es wird dann immer schlimmer dadurch. Und ich glaube, wenn man das spürt, sollte der Schuh ausgewechselt werden. Ich habe tatsächlich in Laufschuhen ungefähr eine halbe Nummer größer. Ich glaube, ich habe unendlich viele Laufschuhe. Das Coole an New Balance ist wirklich, dass ich aus einer sehr großen Breite wählen kann. Und ich habe natürlich so meine Favoriten. Ich denke, am Ende sind es schon 10 Stück. Also wenn ich nur einen Schuh laufen dürfte, dann wäre es, denke ich, der 1080. Für wirklich so einen ganz langsamen, lockeren Lauf wäre das zum Beispiel der Propel oder der 1080. Für Tempoeinheiten mag ich einfach sehr gerne, wenn es auf der Bahn ist, den Spike. Wenn es auf der Straße ist, dann wechsle ich zwischen dem Elite und dem Pacer. Wenn ich keine Spikes auf der Bahn laufe, dann würde ich ein bisschen abhängig von der Einheit den Pacer laufen.